Türkçe ile büyüdüm ben. 3 yaşına kadar Türkçe konuştum. Ondan sonra da Almanca ile kontağa geldim ve Türkçe ve Almanca ile yani çok dilli olarak yetiştim. Momentan spreche ich zu Hause sowohl Türkisch als auch Deutsch. Ja, habe ich. Und zwar in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse, nachmittags immer montags. Eine sehr ungünstige Zeit. Und ich würde nicht sagen, das war Herkunftssprachenunterricht im Sinne von richtig didaktisch, methodisch wertvoll, sondern ein bisschen Input und viel Spielen. Ich konnte es halt vor allem im Sprachunterricht einsetzen, wenn ich versucht habe, bestimmte Wörter, vor allem zum Beispiel in Französisch, abzuleiten. Wenn ich die auf Türkisch kannte, dann konnte ich sie mir im Französischen auch herleiten. Jetzt natürlich, wo ich mich dann in meinem späteren Leben mit Mehrsprachigkeit auch aus Forschungsperspektive auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass ich da als Kind, Schüler viel Nutzen davon hatte. Nützlich finde ich in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig als Wort, weil das so ein bisschen, ja, so eine utilitaristische Perspektive auf den Sprachgebrauch hat. Ich würde einfach sagen, es ist immer gut, wenn man Sprachen lernt und es ist egal, welche Sprache. Ob die jetzt dann von Nutzen ist, im Alltag, in der Schule, im Beruf oder nicht, sei mal dahingestellt. Eigentlich immer, sobald Sprecher des Türkischen anwesend sind. Liegt oft daran, dass mein Deutsch stärker ist als mein Türkisch und ich dann zum Beispiel Wortschatzlücken einfach mit deutschen Wörtern fülle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Sprachgebrauch und auch die Strukturen, die ich verwende, sich sehr am Deutschen orientieren, dadurch, dass Deutsch meine stärkere Sprache ist. Also ich sage mal so, das ist keine Frage, über die ich mir aktiv Gedanken gemacht habe oder die mir zeitlebens bewusst war oder ist, ähm, weil ich vermutlich ein relativ großes türkischsprachiges Umfeld hatte. Womit ich allerdings Herausforderungen habe, ist, ich habe mir jetzt schon mehrmals vorgenommen, mal einen Roman auf Türkisch zu lesen, traue es mich allerdings nicht, weil ich die Befürchtung habe, dass mich die Erfahrung deprimieren wird, weil ich vieles nicht verstehen werde. Und das würde ich tatsächlich als eine Herausforderung, als eine typische Herausforderung von oder für Herkunftssprecher ähm, bezeichnen, der sozusagen die Sprache, die wir gebrauchen, dann auch in der Familie, ist halt eher so eine Alltagssprache und jetzt nicht so eine gehobenere Sprache. Und deswegen habe ich dann vielleicht auch Schwierigkeiten, wenn ich mich mit gehobenen Formen der Sprache, also sei es in Form von Büchern oder sei es in Form von Zeitungsartikeln, ja, da würde ich dann Herausforderungen haben. Das heißt, im Umkehrschluss hätte ich entsprechend schon in meiner früheren Kindheit Türkischunterricht erhalten und zwar wirklich wertvoll mit sprachdidaktisch wertvollen Türkischunterricht, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten, mich mit solchen äh, Formen der Sprache auseinanderzusetzen.